Liebe Zuschauer, mein Name ist Maria. Ich habe einen Gast hier aus USA, Ivan Tuttle, und der ist Pastor in einer Gemeinde und Ina wird mich übersetzen. Ivan, was führt dich nach Deutschland? Ivan, what brings you to Germany? Well, it's kind of a long story, but I have died once, and when I did, I wrote about the experience. And so the book, to make a long story short, we're going to have a book that's going to come out here in Germany. Es ist eine lange Geschichte, aber um es zu verkürzen, ich bin einmal gestorben und war dann etwas über eine Stunde tot. Und jetzt haben wir ein Buch veröffentlicht, das bald in Deutschland auch rauskommen wird. Wann ist das passiert? When did that happen? Well, let me go over it a little bit first. What happened is Ich werde das ein bisschen mal zusammenfassen. Also was passiert ist, I died, and I wasn't walking with the Lord at the time. ich bin mal gestorben und zu diesem Zeitpunkt war ich nicht mit dem Herrn unterwegs. You see, when I was a young boy, Als ich noch jung war, I loved the Lord. habe ich Gott wirklich geliebt. I did everything you could imagine for the Lord. Dann habe ich alles getan, was man sich nur vorstellen könnte für den Herrn. But then I walked away from him. Aber dann bin ich doch rückfällig geworden und bin abgegangen, um mit Jesus zu wandeln. It kind of messed my life up. Und habe mein Leben etwas ruiniert. I got involved in drugs and other things. Ich bin in Drogen involviert gewesen und anderen Sachen. And when that happened, I died. Und als das passiert ist, da bin ich gestorben. I had a medical condition Ich hatte ein medizinisches Problem. where a blood clot or Ich thrombosis, hatte eine Thrombose and it lodged in my heart, und das hat sich in meinem Herz festgesetzt. and I died. Und dann bin ich gestorben. And when I died, I went directly to hell. Und als ich gestorben bin, bin ich sofort in die Hölle gekommen. And I was taken there by a very big demon. Und ein großer Dämon hat mich dahin gebracht. And while this demon was taking me through hell to put me in my place to stay forever, Und als der Teufel mich in die Hölle gebracht hat, wo er mich für immer lassen wollte, a voice rang out from heaven. da kam eine Stimme vom Himmel. And it said, "You must let him go. Und die hat gesagt, du musst ihn loslassen. It's not his time." Es ist noch nicht seine Zeit, And I made a promise to his mother, denn ich habe ein Versprechen zu seiner Mutter gemacht. and I was released. Und dann wurde ich freigelassen. I immediately went to heaven, Ich bin sofort in den Himmel gegangen and I was greeted by an angel of the und Lord. dort wurde ich von einem Engel des Herrn begrüßt. And the angel took me around and showed me different things in heaven, Und der Engel hat mich rumgeführt und hat mir schöne Sachen im Himmel gezeigt. and it's beautiful there. Es war wirklich schön. It's really nice. Es war wirklich sehr schön. But then the angel showed me things that were going to happen here on the earth in the future. Und dann hat er mir aber auch Sachen gezeigt, die hier in der Zukunft auf der Erde passieren werden. Then the angel spoke to me some more. Und der Engel hat mehr zu mir gesprochen. The angel then gave me some Er gifts hat mir ein paar Geschenke gegeben oder Gaben from God, von Gott and I was sent back to earth, und hat mich wieder zurück auf die Erde geschickt. and I came back to life. Und dann bin ich wieder lebendig geworden. Now, I was dead for at least an hour. Ich war mindestens eine Stunde tot. The reason that they know how long I was dead Der Grund, warum die wissen, wie lange ich ungefähr tot war, is because my body temperature was about 61 degrees ist, weil meine Körpertemperatur auf ungefähr 16 Grad runtergesunken ist, when they found me. als sie mich gefunden haben. So that was really cold. Und das ist schon ziemlich Oh, kalt. yes. So that's like the water here. Es ist wie das Wasser hier. Es ist kalt. You see, I'm from Phoenix, Arizona area, Ich bin von Phoenix, Arizona in Amerika and it's very warm there. und das ist sehr warm da. Our water's warm. Sogar unser Wasser ist warm. Even our cold water in the summer is warm. Sogar unser kaltes Wasser ist warm im Sommer. So my body temperature was so low, Also meine Körpertemperatur war schon sehr niedrig and the blood had coagulated in my arms and legs, und das Blut war schon am Gerinnen in meinen Armen und Beinen and it was starting to be stiff. und wurde schon steif langsam. So I had been dead for quite a while. Also ich war schon eine Zeit lang tot. When the medics found me, Und als die Krankenwagenleute mich gefunden haben, they didn't even try to do anything, haben die sich nicht mehr bemüht, mich zu beleben, because see, I was dead way too long to do anything. weil ich viel zu lange tot war, um mich zu wiederbeleben. There was no chance at all to revive Sie me. sagten, es gab überhaupt keine Chance, dass ich wieder zum Leben komme. But God sent me back, Aber Gott hat mich wieder zurückgesandt and I came back to life. und ich bin wieder zurückgekommen und lebendig geworden. So you asked me when this happened.
Du hast mich gefragt, wann das passiert ist. Happened in 1978. Es ist 1978 passiert. Warum sprichst du erst jetzt drüber? Why do you only speak about it now? Well, when I was sent back, the angel said not to speak about it Als ich zurückgeschickt wurde, hat der Engel mir gesagt, sprich nicht darüber, until the Lord told me to. bis der Herr dir sagt, dass du es tun sollst. So I've kept my mouth shut. Und deswegen habe ich meinen Mund gehalten. Until about 2 years ago. Bis vor ungefähr 2 Jahren. That's when the Lord said, okay, I want you to write a book. Und da hat der Herr mir gesagt, okay, ich möchte, dass du jetzt ein Buch schreibst. I don't know how to write a book. Ich weiß gar nicht, wie man ein Buch schreibt. And I told him, Lord, I don't know how to write a book. Und ich habe ihm gesagt, Herr, ich weiß gar nicht, wie ich ein Buch schreiben soll. And he said, don't worry. Und er hat gesagt, mach dir keine Sorgen. I know the author of the best-selling book in the world, Ich kenne den Autor von dem Bestsellerbuch der ganzen Welt, the Bible. die Bibel. So I wrote the book Und dann habe ich das Buch geschrieben and I published it und ich habe es verlegen lassen in the United in States. Amerika. A publisher in Germany, a publisher in Korea found it. Ein Verlag in Korea hat es gesehen They published it in Korea. und die haben das in Korea verlegt. And now Grain Press here in Germany is doing my Und book. jetzt möchte Green Press in Deutschland das auch hier verlegen. Und wann kommt das? When will it be published? Well, I think it's going to come out here in Germany about the first week of July. Wir denken, dass man das so in der ersten Juliwoche kaufen kann. Wie ist der Titel von dem Buch? What's the title of the book? Well, as you know, sometimes words in English and German, they're not the same words. Wie du sicher weißt, sind manchmal Worte oder Phrasen in Englisch und Deutsch nicht ganz gleich. They mean something Die different. können verschiedene Sachen bedeuten. So right now we're discussing the actual title of the book, Ja, jetzt sind wir am Diskutieren, wie wir das Buch nennen sollen. and I think the name of it's going to be Satan's Trap. Und wir denken, in Deutschland werden wir es nennen, die Falle des Teufels oder die Teufelsfalle. And the reason I think they're going to use that name Und wir denken, dass wir das so nennen werden, is because that's what I fell for. weil das ist das, was ich geglaubt habe. And that's why I went to hell when I Und died. deswegen war ich in der Hölle, als ich gestorben bin. You see, Satan sets a trap for everyone, Der Teufel setzt uns allen Fallen, especially und Christians. besonders für die Christen. And when he does that, Und wenn er das tut, it comes little by little at a time. dann kommt das immer nur Stückchen bei Stückchen. And people don't Und realize man realisiert das nicht, that they're ready to fall into a trap. dass die dabei sind, in eine Falle zu fallen. You see, Satan's been on the earth for many, many years. Der Teufel ist schon seit vielen Jahren auf dieser Erde. And he's had many years of practice Und er hat schon viele Jahre, wo er einfach üben konnte, on how to deceive us. wie er Leute wirklich, wie er uns das vormachen kann. So he's very good at setting that trap. Also er ist jetzt sehr gut, wirklich uns Fallen aufzustellen. And I fell for it. Und ich bin da reingefallen. And I was such a good young man. Und ich war mal so ein guter junger Mann. I was even going to Bible Ich college. bin sogar zur Bibelschule gegangen. And I was home on break from Bible Und dann war ich college zu Hause in einem Urlaub, when I met a young lady. als ich eine junge Frau kennengelernt habe. And that's what made me walk away from God. Und dann habe ich angefangen, von Gott wegzugehen. I fell for Satan's trap. Ich bin für in die Falle reingetreten, die der Teufel mir gegeben hat. Warum bist du nach Deutschland gekommen? Why did you come to Germany? Well, because we're going to be publishing the book here, Weil wir einmal das Buch hier verlegen werden, but I was invited by somebody. aber ich wurde von jemandem auch eingeladen. There's a couple here in Germany Das ist ein Ehepaar hier in Deutschland, that saw me on Facebook, die mich auf Facebook kennengelernt haben. and because of that, I sent them a copy of my book. Und dann deswegen habe ich denen eine Kopie von meinem Buch geschickt. They had a chance to read it. Die haben das gelesen The Lord spoke to them to invite me here. und der Herr hat denen das aufs Herz gelegt, mich einzuladen. So the couple, I'll just use their first names. It's Marcus and Pompelia, Das Ehepaar Markus und Pompilia, and they invited me to come here. die haben mich eingeladen, hier hinzukommen. They spoke to their pastor, Die haben zu ihrem Pastor gesprochen and he said, "Come to Germany." und der hat gesagt, ja, komm nach Deutschland. So that's how I got here. Und so bin ich hier hingekommen. Hat der Herr dir irgendwie etwas über Deutschland weitergegeben, was du uns mitteilen kannst? Do you feel like the Lord showed you anything about Germany that you could share with us? Oh, absolutely, yes. Oh ja, total. Even before I got here, Sogar bevor ich schon gekommen bin, the Lord showed me that there's been
dark cloud over Germany Da hat der Herr mir gezeigt, dass es eine große dunkle Wolke über Deutschland gab. for 70 years. Für 70 Jahre jetzt. And the Lord has lifted that, Und der Herr hat das weggenommen and it's gone. und das ist jetzt weg. So now there's freedom for the glory to come. Jetzt ist hier Freiheit, dass Gottes Herrlichkeit kommen kann. There's freedom for the people here to catch the glory. Da ist jetzt die Freiheit, dass die Leute wirklich auch diese Herrlichkeit erfassen können. You see, what's going to happen right here in Germany Was hier in Deutschland passieren wird, is you're going to have people that are going to give their hearts to the es Lord, wird Leute geben, die wirklich ihr Herz Jesus geben, become Christians, die sich bekehren werden, Christen werden. in the same day they become a Und dann an Christian. dem gleichen Tag, wo die gläubig werden, Many of them are going to start speaking in other tongues, werden viele anfangen, in neuen Sprachen zu sprechen, filled with the Holy Spirit to mit dem Heiligen overflowing. Geist erfüllt werden, dass sie übersprudeln. They're not going to understand anything about it. Die werden nicht verstehen, was passiert, They've never had anybody teach them weil die noch about nie these jemanden things. hatten, der ihnen das alles beigebracht hat. But it's going to happen. Aber es wird passieren. Not only that, Und nicht they're nur going das. to walk up to people Die werden zu Leuten gehen, that are sick. die krank sind. They're going to lay hands on Die them, werden Hände auf sie auflegen, pray for them, für sie beten and they're going to get healed instantly. und die werden sofort geheilt werden. They're going to operate in the Die supernatural. werden anfangen, im Übernatürlichen zu wandeln. You see, now that the dark cloud has gone, Jetzt, wo diese schwere Wolke weg ist, diese dunkle Wolke, the glory of the Lord is going to shine. jetzt kann die Herrlichkeit Gottes hier hinkommen. Let me read something to you out of Isaiah chapter 60. Ich möchte dir etwas aus Isaiah 60 vorlesen. Yes. I'll read verse 1 and 2. Ich werde Vers 1 und 2 lesen. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the people. But the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Darkness has been over here. Dunkelheit war hier And there's darkness in other places of the earth. und es ist immer noch Dunkelheit in vielen anderen Teilen der Welt. God's lifted that off of Germany. Und der Herr hat das von Deutschland weggenommen So now his glory is going to flow through Germany. und jetzt kann seine Herrlichkeit durch Deutschland fließen. It's going to flow through the people of Es kann Germany. durch die Leute in Deutschland fließen, durch die There's Deutschen. going to be revival that starts here. Es wird eine Erweckung geben, die hier startet. And this revival is going to spread throughout all of Europe. Und diese Erweckung wird sich durch ganz Europa ziehen. It's going to go into Spain, into Italy, Es wird nach Spanien und Italien gehen, up into England, hoch nach England, into Poland. nach Polen. It's even going to spill over into Russia. Es wird sogar nach Russland rübersprudeln. Things are going to happen. Und Sachen werden passieren. People's lives are going to change. Das Leben von vielen Leuten wird verändert werden. This is going to happen. Das wird passieren. It's going to be a revival of the people of Germany. Es wird eine Erweckung durch die Leute von Deutschland sein. This is not my revival. Das ist nicht meine Erweckung. I don't have a revival to start here. Ich habe keine Erweckung, die ich hier starten kann. I just came here to let you know you're going to have a revival. Ich bin nur hier, um euch zu sagen, dass ihr eine haben werdet. I'm here to give you notice that now is the time. Ich bin nur hier, um euch zu sagen, jetzt ist es an der Zeit. Now is the time for God's glory to start spreading in Germany. Jetzt ist es an der Zeit, dass Gottes Herrlichkeit anfängt, über Deutschland zu gehen. Now is the time for you to operate in the supernatural. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir anfangen müssen, in unseren übernatürlichen Gaben zu wandeln. This is your revival. Das ist unsere Erweckung. This is for you. This is for the people of Germany. Das ist für euch, das ist für die Leute von Deutschland. I'm just releasing the glory here Ich möchte nur ein bisschen von der Herrlichkeit freilassen, so you can become glory carriers. sodass wir alle anfangen können oder alle Deutschen anfangen können, Gottes Herrlichkeit zu tragen. And you can take the glory with you wherever you go. Und dass wir die Herrlichkeit überall dahin bringen können, wo wir hingehen. Start that revival Dass wir die Erweckung starten können and ignite Germany und ganz Deutschland in Flammen setzen, in the Holy Spirit. im Heiligen Geist. Vielen Dank, Pastor Ivan Tuttle. Das war eine sehr schöne Unterhaltung. Thank you very much, Pastor Ivan Tuttle. It was a very lovely interview. Thank you. Und vielen Dank für die Übersetzung. Und liebe Zuschauer, vielen Dank. Das hat mich sehr beeindruckt, das Gespräch. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Worte einfach, die gesprochen wurden, sind,
tief in den Herzen wirken lassen. Der Herr segne euch.